Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch eine absolute Neuerwerbung für meine Sammlung vorstellen, und zwar den Lamy LX in der Paperset Edition. Das ist ein Sondermodell von Lamy, da haben sie nochmal so ein bisschen was speziell zusammengepackt. Und wir werden uns kurz natürlich mit diesem Set beschäftigen, aber natürlich wie immer auch mit dem Füllfederhalter an sich. Da werde ich euch den beschreiben, werde so ein paar Besonderheiten benennen zum Thema Lamy. Und vielleicht auch so ein paar Unterscheidungen, was macht diesen Lamy besonders, diesen Lamy LX. Und dann machen wir Maße und Gewichte. Dann kommen wir zum Schreibtest. Dann erzähle ich euch wie immer, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt am Lamy LX und auch an dieser Paperset Edition, an diesem Sondermodell. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich teile euch mit, ob ich ihn mir wieder kaufen würde oder eher nicht. Und natürlich gebe ich euch auch einen Tipp, wo ich ihn her habe und wo ihr vielleicht dann auch nochmal schauen könntet, damit ihr den günstig bekommt. Dann lasst uns loslegen. So sieht die Präsentationsbox des Lamy LX Paperset Füllfederhalters aus. Jetzt hier eine weiße Pappe, so ein Pappschuber. Da steht hier an der Kante nichts drauf, an dieser Kante auch ebenso wenig. Hier ist ein kleiner Fleck. So, hier ist eine die schwarze Innenbox schon zu sehen. An der anderen Seite genauso, also kann man hier rausschieben. Hier noch ein kleiner Hinweis zum Preis. Ihr seht es hier, der Füllfederhalter hat eine UVP von 59 € oder 72 Schweizer Franken. Ich habe diesen Füllfederhalter für 39 € gekauft. Und zwar habe ich den bei der Drogerie Müller im Online-Shop zu einem Sonntagsangebot bekommen. Und das wäre auch schon meine Empfehlung, dass ihr da vielleicht ab und zu mal schaut, ob ihr da ein Angebot für dieses Paper Set bekommt. Das ja, wie gesagt, aus mehreren Teilen besteht, nämlich mehr als aus dem einfachen Füllfederhalter, dem LX. LX steht übrigens für Live Deluxe. Und wir werden uns den einfach mal anschauen. Ich habe ihn im Internet bisher auch nur auf Bildern gesehen und die hatte die Packung hier auch noch nicht offen. Dann entfernen wir einfach mal diesen Pappschuber und gucken mal, was da rauskommt. Da kommt eine Box raus. Pappschuber zur Seite. Da steht oben drauf Lamy. Das ist eine strukturierte Pappbox, sehr schön gemacht, sehr edel sieht die aus. Und ja, weiter hier nichts beschriftet. Mal gucken, ob unten was drauf steht oder hinten was drauf steht. Ja, da steht Gmund Paper drauf. Also wissen wir schon mal, die Firma Gmund wird das Papier für dieses Schreibheft, was dabei ist, wird die entsprechend produziert haben. Da habt ihr es nochmal. Es wird also eine Kooperation sein. Das hat Lamy anscheinend dann wohl nicht selbst gemacht. Okay, dann machen wir die Box mal auf. Bin selber sehr gespannt. Wie gesagt, ich hatte sie noch nicht offen. Wow, das sieht schon mal sehr schön aus. Legen wir den Deckel mal zur Seite. Hier kann man noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Ja, sehr stabile Pappe, also kann man gut darin alles aufheben. Ja, was finden wir hier drin? Wir finden hier ein Notizbuch. Das ist nochmal in Folie hier verschweißt mit einem Gummiband, um hier auch Notizen sicher drin zu halten. Ich habe mir das im Internet mal angeguckt. Hier seht ihr einen Stifthalter. Da kann man hinten noch mit so einer kleinen Aufnahme aus Papier, kann man noch Zettel unterbringen. Also alles sehr edel gemacht. Und ich denke mal, allein dieses Buch hier mit einem ganz festen Einband, also ich kann das jetzt auch, wenn ich so hin und her knicke, ihr seht es schon, da kann ich das nicht einfach so durchbiegen. Also das ist ein richtig stabiler Einband. Also allein da, denke ich mal, sind 15 € ungefähr anzusetzen, wenn man sowas in vergleichbarer Qualität kaufen möchte. Aber wir wollen uns heute nicht in erster Linie mit dem Buch beschäftigen. Das würde ich heute auch nicht ausprobieren, sondern wir werden nachher auf dem von mir bei allen anderen Tests verwendeten Clairefontaine-Papier schreiben. Aber ich will euch zumindest nicht vorenthalten, was hier alles drin ist, weil das ganze Set, wenn ihr das so wie ich im Angebot für 39 € bekommt, das ist ungefähr der Preis des Füllfederhalters. Und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man das im Angebot bekommt, dann auch hier mit diesem Notizbuch auch hier zuzuschlagen. Ich finde, das ist sehr schön gemacht.
typische Lamy Industrial Style, wie man es auch bezeichnen mag, vielleicht Bauhaus. Ja, sehr schön und sieht sehr edel aus, aber das packen wir jetzt hier an der Stelle nicht aus. Legen wir auch mal an die Seite. So, dann schauen wir mal, was noch drin ist in der Pappbox. Der Füllfederhalter, den lassen wir aber erstmal einen Moment drin. Wir heben einfach mal hier dieses Plastik. Das ist in so einem Stoff, samtigen Stoff nochmal ausgelegt, die ganze Sache. Also sehr edel. Hier unten drunter ist nichts. Hier ist die Box auch leer. Können wir wieder zusammenpacken. Und dann haben wir hier den Lamy LX in der Farbe Marron oder Marron. Also M-A-R-R-O-N. Könnt ihr euch selber überlegen, wie man diesen ausspricht. Und den werden wir uns jetzt mal als nächstes im Detail anschauen. So, hier liegt er vor euch, der Lamy LX. Und viele im Internet habe ich die Frage gesehen, werden jetzt auch vielleicht hier an dieser Stelle, jetzt rollt er schon mal weg, fragen, naja, wo ist denn jetzt bitte schön der Unterschied zwischen dem LX und dem AL Star? Und um diese Frage zu beantworten, nehmen wir einfach mal den AL Star mit dazu. Das ist der Lamy AL Star in der Farbe Azur mit einer M-Feder und insofern durchaus vergleichbar mit dem Lamy LX in der Live Deluxe Edition. Und da werden wir gleich sehen, was das eine oder andere hier noch an Unterschieden bringt. Dann fangen wir gleich mal mit dem Logo an. Das Logo hier beim Lamy beim Lamy LX ist eloxiert und hier beim Lamy AL Star ist es, wenn ihr hier drüber fahrt, ist es geprägt. Also da ist es wie in das Metall, in das Aluminium hineingeprägt. Das ist mal der erste Unterschied. Dann seht ihr hier an dem Metallbügel hier schon, an dem Clip, dass er nicht rein in Metall gehalten ist, sondern nochmal im Metall veredelt ist, passend zur Farbe. Gibt dieses Paper Set in zwei Farbtönen. Das ist hier die Farbe Marron und insofern gibt es noch Rose Gold. Das ist dann auch nochmal mit dieser Edition mit dem Notizbuch dazu. Ja, das ist der zweite Unterschied. Dann gibt es für den AL Star selber nochmal eine Alu, nicht für den AL Star, Entschuldigung. Wenn man den einzeln kauft, gibt es nochmal eine Aufbewahrungsbox. Die ist hier in dem Set, in dem Sondermodell nicht dabei. Das ist der Unterschied zwischen Lamy LX und diesem Lamy LX Paper Set. Da ist keine Aufbewahrungsbox dabei. Und wenn ihr den Lamy LX so kauft, ohne das Notizbuch, dann ist da eine Aufbewahrungsbox für den Füllfederhalter mit dabei. Das ist ein weiterer Unterschied. Dann schauen wir uns nochmal einen Unterschied an. Ihr seht hier vom Lamy AL Star, die Feder ist silbern und die hier ist schwarz. Die ist so ein bisschen bearbeitet. Ihr kennt es von den Lamy Goldfedern. Wenn ihr hier mal so ein bisschen näher ranschaut, dann hat die in der Mitte, ich werde das mal ein bisschen reinziehen, lasst mich mal schauen, zack. Dann hat die in der Mitte wie so einen Ring die Federmitte. So ein Bogen ist da drum gestaltet. So ähnlich sehen die Goldfedern von Lamy aus. Das ist aber hier keine Goldfeder, um das gleich deutlich zu machen, sondern nur von der Gestaltung her ist auch diese Feder nochmal nachbearbeitet. Viele im Internet haben gesagt, dass die Feder härter wäre als die normale AL Star Feder. Das können wir uns ja nachher mal anschauen, beziehungsweise wenn wir dann den Schreibtest machen. Okay, das ist ein weiterer Unterschied, die schwarze Feder, die behandelte schwarze Feder, nochmal mit einem edlen Metallteil. Hier ist nochmal veredelt worden. Okay, so dann ein weiterer Unterschied, den schauen wir uns mal bei der Kappe an. Wenn ihr hier die Kappenköpfe anschaut, dann ist es beim AL Star, ja, ihr könnt natürlich nicht sehen, wenn ich es nicht
hier auch wieder entsprechend reinzoome. Dann ist es beim Aelstar Kunststoff hier oben, der Kappenkopf, und hier ist es Metall. Also ja, auch gut verarbeitet, kann man auch nichts sagen. Sieht aber sehr edel aus. Und ähnlich sieht es aus, wenn man hier die Abschlussstücken anschaut. Dann ist es beim Aelstar auch wieder hier Kunststoff. Und da seht ihr es schon am Glanz. Ist es auch wieder so wie an der Kappe mit Metallveredelung. Ja, das waren die wesentlichen Unterschiede. Also haben wir auch die Frage geklärt, wo ist der Unterschied zum AL? Und wo ist der Unterschied, wenn ihr den LX so kauft oder in dieser Paperset Edition? Wie gesagt, das Buch ist dabei, aber diese Aluminiumhülle ist nicht dabei. Okay, dann legen wir den Aelstar mal wieder an die Seite, weil wir wollen uns heute nicht mit dem Aelstar beschäftigen, sondern mit dem Lamy LX. Ja, die Kappe, wir haben sie schon abgemacht. Wie gesagt, hier veredeltes Metall als Abschlussstück, sieht sehr edel aus. Der Clip funktional, also wie alle Lamy-Füllfederhalter, da kann man auch jetzt hier groß keinen Unterschied erkennen. Warum sollte Lamy da auch was anders machen? Dann leuchten wir mal in die Kappe hinein, sodass ihr das auch mal sehen könnt. Ja, alles aus Aluminium. Auch da ist der Kappenkopf nochmal sichtbar oder das Abschlussstück der Kappe. Und das ist eben aus Metall. Der Füllfederhalter selber, so kommt er übrigens immer an. Der ist hier abgetrennt, damit die Tintenpatrone, die sich zumeist drin befindet, damit die nicht eingedrückt wird und die Tinte schon mal in den Tintenleiter läuft. Ja, schrauben wir mal auf. Da ist die Tintenpatrone, die obligatorische, legen wir auch mal nebenhin. Dann können wir den Ring schon mal entfernen, weil wir wollen jetzt dann nachher auch anschauen. Über die Feder hatte ich schon gesprochen. Können wir hier nochmal ein bisschen schärfer stellen. Über die Feder hatte ich schon gesprochen. Ansonsten ist es so der klassische Aufbau des Lamy Safari, Lamy AL, Lamy LX. Also das sind alle gleich. Das Griffstück hier aus Kunststoff gefertigt, alles sauber verarbeitet. Keine Besonderheiten. Auch hier der Tintenleiter ohne Lamellen, so wie das auch typisch ist. Auch da nichts Auffälliges oder etwas Besonderes. Dann kommen wir noch kurz zum Schaft. Auch hier üblich dieses Ende des Schaftes mit so einem Plastik, Kunststoff, ja, vielleicht auch Gummiring, Weichplastikring. Und ansonsten der typische Aufbau des Schaftes, wie wir ihn auch vom Lamy Safari schon kennen, der allerdings komplett in Kunststoff gehalten ist. Ja, so viel zu den Bestandteilen. Und dann packen wir alles mal hier in die Mitte hinein, stellen es wieder scharf und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Bevor wir jetzt zum Schreibtest kommen, möchte ich euch natürlich noch Maße und Gewicht mitteilen, aber zuvor noch eine andere beziehungsweise eine fehlende Auffälligkeit, die zumeist im Internet nochmal benannt wird. Es gibt einige, in Foren findet man diese Meinung ab und zu mal, die behaupten, dass der Aelstar länger und größer sei als der LX, also der Live Deluxe. Ihr seht es hier, ich habe euch deswegen nochmal den Aelstar nebenhin gelegt. Das Lineal ist jetzt hier ein bisschen verrutscht. Also man kann hier keinen Unterschied in der Länge erkennen. Die sind aus meiner Sicht genau gleich groß. So, dann können wir auch den Aelstar hier wieder wegnehmen, weil um den geht es ja heute nicht, sondern es geht um den LX. Und so wie er hier vor euch liegt, ihr seht hier nochmal, hier kann man es schön sehen, die Tinte. Ich habe hier einen Konverter eingesetzt, einen Z28 Konverter. Der ist ebenfalls nicht dabei. Da ist noch aus meiner Sicht Luft nach oben bei Lamy. Der sollte in so einer Sonderedition, denke ich mal,
nicht fehlen. Ja, ansonsten misst er so im geschlossenen Zustand 14 cm. Ihr habt es gerade da mit dem Lineal, mit dem Vergleich auch gesehen. Wenn ihr ihn abzieht, er schließt also auch ganz perfekt, brauchen wir auch nicht weiter darauf eingehen. In dieser Form, wie ihr ihn jetzt seht, da misst er 13 cm und ihr könnt ihn auch aufstecken. Da hält er eigentlich auch sehr gut. Also da gibt es auch kein Problem. Da misst er 17 cm. Befüllt und mit Konverter wiegt er 24,2 Gramm. Und dann werden wir uns jetzt mal mit dem Schreibtest beschäftigen. Also, wir haben heute hier vor uns den Lamy LX. Das steht für Live Deluxe. In der Edition Paperset. Die Tinte ist, habe ich noch gar nicht gezeigt, das ist auch eine Lamy. Und zwar heißt diese Lamy T52 Bronze. So, Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Ja, so viel zur Ausgangssituation. Achso, ich habe hier noch nicht geschrieben, dass die Farbe für den Lamy LX, der ist natürlich hier vorliegend in diesem Test, ist die Farbe Marron oder wie auch immer. Ja, dann haben wir schon eine ganze Menge von unserem Test erledigt. Wir haben das Unboxing gemacht, wir haben die Beschreibung und den Vergleich zum AL und die Unterschiede herausgearbeitet. Maße und Gewichte haben wir. Dann machen wir jetzt hier mit dem Schreibtest weiter. Und ihr könnt euch wieder anhören, wie der Füllfederhalter hier übers Papier gleitet. Also aus meiner Sicht schreibt er sehr, sehr gut. Hat auch keinerlei Anschreibschwierigkeiten. Ich hatte ihn jetzt ja einen kurzen Moment offen. Also auch da gibt es keine Probleme. Dann machen wir nochmal schnelles Schreiben. Ist auch sofort wieder da, wie ihr seht. Ja, alles sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variation in die Feder reinbekommen. Gleich mal falsch angefangen, auch nicht schlecht. Ja, also eher weniger Variation. Die scheint schon sehr hart zu sein. Ihr seht, wenn man ein bisschen verstärkt Druck ausübt auf die Feder, dann kommt ein bisschen mehr Farbe, aber die ist schon recht hart, die Feder hier in der Stärke M. Ansonsten muss ich sagen, vom Tintenfluss her völlig in Ordnung. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass hier der Tintenfluss erhöht wäre. Das habe ich auch in der einen oder anderen Beschreibung im Internet gefunden. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber die Feder ist schon recht hart und ihr hört es auch hier. Da kann man schon sagen, na, das klingt schon ein bisschen wie feine Feder. Von der Strichbreite her würde ich sagen, schauen wir es nochmal an. Also ist eine dünne, aus meiner Sicht, dünne M. Hoppla, dünne M Feder. Ja, das wäre es hierzu. Anschreibschwierigkeiten hat er keine. Ihr seht es jetzt, ich habe ihn hier offen gelassen.
Er ist sofort wieder da, schreibt. Ich finde das Geräusch, was er hier auf dem Papier macht, finde ich nicht unangenehm. Ich hätte es aber etwas weniger dominant erwartet, weil, wie gesagt, handelt es sich hierbei um eine M-Feder. Aber ansonsten muss ich sagen, wirklich alles in Ordnung. Okay, dann war das der Schreibtest und dann werde ich euch als nächstes davon berichten, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Lamy LX in der Paperset Edition. Ja, was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Lamy LX Live Deluxe in der Paperset Edition, dem Sondermodell. Hier ist er nochmal. Also was mir gut gefällt, ist die ganze Haptik hier. Also ich habe hier nochmal den AL. Im Vergleich, wenn ich beide hier anfasse, fühlt sich der LX deutlich angenehmer an. Der AL wirkt ein bisschen kühl, ein bisschen kalt in der Hand. Das hat man hier gar nicht. Hier merkt man also deutlich die Veredelung des Materials. Das gefällt mir sehr gut. Was mir noch gut gefällt, das ist die Aufmachung mit dieser Box. Ich kann es euch noch mal kurz zeigen. Jetzt hier einfach mal den Schuber weggelassen. Hier ist noch mal die Box. Natürlich darin auch, ich mache es noch mal auf, dieses Buch von der Firma Gmund. Das ist eine Papierfabrik aus Gmund am Tegernsee. Die machen seit 1829 Papier. Und wie gesagt, was mir da auch gefällt, ist diese stabile, wertige Ausführung. Das ist ein echtes Notizbuch, das man überall mit hinnehmen kann. Und da hat man auch keine Probleme damit. Das gefällt mir auch sehr gut. Mir gefällt gut, dass alles aus Metall ist. Ich mag Füllfederhalter, die eine gewisse Stabilität suggerieren. Das gefällt mir auch sehr gut. Und er schreibt auch sehr gut. Das muss man auch sagen. Aber letztendlich erwartet man das ja auch bei einem Lamy Füllfederhalter, weil die machen nicht erst Füllfederhalter seit gestern. Was gefällt mir weniger gut? Ja, das sind im Wesentlichen 3 Dinge, die mir weniger gut gefallen. Zum ersten, ich hätte mir gewünscht, dass, wenn man schon eine Sonderedition herausgibt, dass die den ursprünglichen Lieferumfang beinhaltet. Das heißt also, dass für den LX auch hier diese Transportbox aus Aluminium dabei sein sollte, aus meiner Sicht. Und das Sondermodell natürlich darin dann besteht, dass man hier 2 Farben ausgewählt hat und auch dieses Notizbuch mit dazu gibt. Das hätte ich mir gewünscht, weil das wäre ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr Aufwand gewesen. In der Box wäre locker der Platz gewesen, um das noch unterzubringen. Und so hat man das ein bisschen reduziert vom Original, aber natürlich ergänzt mit einem Notizbuch. Ja, muss man wissen. Also ist Geschmackssache. So, zweite Sache, die ich grundsätzlich bei vielen deutschen Füllfederhalterherstellern immer wieder moniere in Zeiten der Nachhaltigkeit, das ist, dass kein Konverter dabei ist. Also dieser Konverter Z28, den müsst ihr euch dazu kaufen. Das ist auch nochmal ein Preis zwischen, ich sag mal, 3 Euro paar kleine bis 5 Euro paar kleine. Kommt nochmal hinzu, finde ich, sollte man drüber nachdenken, ob man da nicht einfach den in der Zukunft beilegt und damit auch ein Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit sendet. Und als letzter Punkt, aber das ist auch wieder etwas Persönliches, sage ich mal, das Federgeräusch könnte aus meiner Sicht ein bisschen weniger sein. Es ist eine M-Feder, es klingt ein bisschen viel, es klingt nicht unangenehm, aber es ist schon nicht, wie man es unbedingt von der M-Feder erwartet, will ich mal formulieren. Oder wie ich es jetzt erwartet habe von dieser M-Feder. Ja, das sind so die negativen Punkte. Was haben wir heute alles gemacht? Wir haben das Unboxing gemacht. Wir haben den Vergleich zum AL-Star gemacht. Wir haben uns die Unterschiede und Gemeinsamkeiten angeschaut. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, würde ich mir wiederholen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe den Lamy Live Deluxe in der Paperset Edition bei der Drogerie Müller, also Müller mit UE und .de.
Da findet ihr es im Internet gekauft. Das war so ein Sonntagsangebot. Da hat er anstatt 59 Euro UVP hat er 39 Euro gekostet. Ich möchte es an der Stelle wieder betonen, ich bekomme weder etwas von Lamy noch bekomme ich etwas von Müller dafür, dass ich das hier erwähne, sondern das ist einfach nur für euch der Hinweis. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da mal schauen, ob es vielleicht wieder mal so ein Angebot gibt. Und Müller ist ja vielleicht auch nicht der Laden, wo ihr zuerst vorbeischauen würdet, wenn ihr einen Füllfederhalter von Lamy sucht. Also vor dem Hintergrund ist das hier erwähnt. Ja, 39 Euro vielleicht. Weil, also ob ich mir wiederholen würde, die Antwort wäre vielleicht. Aus folgendem Grund. Für 39 Euro finde ich, ist es okay, aber ich finde, was einfach so ein ganz klares Ja verhindert, das ist, dass bei diesem Sondermodell diese Alu-Transportbox nicht dabei ist. Dass der Konverter nicht dabei ist, ist typisch für Lamy und für viele andere deutsche Hersteller. Aber dass die Transportbox nicht dabei ist, finde ich, ist so ein Downgrading, was ich jetzt bei einer Sonderedition nicht unbedingt erwartet hätte. Und vor dem Hintergrund wird es nur ein Vielleicht, das ich mir wiederholen würde. Und das vielleicht daher, weil für 39 Euro ist es ein wirklich sehr guter Füllfederhalter. Aber es ist eben auch nicht so, dass man da nichts anderes bekommen würde. Was man aber deutlich dazu rechnen muss, ist dieses Buch, was anscheinend Gmund hergestellt hat. Man findet da jetzt erstmal keinen Hinweis drauf, sondern nur hinten auf der Packung. Ich hatte es euch gesagt. Das spricht deutlich dafür, dass Gmund das Papier hier oder dieses Notizbuch hergestellt hat. Das sind natürlich auch dann nochmal, ich sag mal, zwischen 15 und 20 Euro, sage ich mal, für ein DIN A5 Notizbuch in dieser Aufmachung mit Gummiband und nochmal mit Hülle hinten drin, um Sachen einstecken zu können. Also das ist schon ganz schön. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, die Transportbox für so ein edles Stück, die hätte dazugehört. Daher auch nur ein Vielleicht, weil der Preis eben sehr gut war. Okay, ich hoffe, euch hat das ein bisschen weitergeholfen und ihr könnt euch jetzt selbst nochmal im Internet ein Bild davon machen, ob der Lamy LX, also Live Deluxe in der Paperset Edition in der Farbe Marron oder wie auch immer man das aussprechen mag, ob der vielleicht etwas für euch ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.